Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimber und heute mit einem etwas anderen Thema, mit einem düsteren Thema, und zwar dem Blackout, einem europaweiten Stromausfall. Ich habe gerade das Buch gelesen, Blackout von Mark Ellsberg. Ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Das ist echt hochinteressant, vor allem weil man da sehr genau aufgezeigt wird, was würde denn tatsächlich passieren, wenn einmal ein paar Tage der Strom ausfällt. Wie abhängig sind wir denn davon? Und das ist doch eine ganze Menge. Und dazu passen die Meldungen, die momentan gerade durch die Presse geistern, dass die Cyberexperten des BBK, des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, einen Hackerangriff auf unser europäisches Netz durchaus für möglich halten. Und das Problem ist dabei, die müssen nicht mehr das ganze Netz ausschalten, sondern die schalten einzelne Betreiber aus, und durch einen Dominoeffekt könnte dann das ganze europäische Netz ausfallen. Und eventuell auch längerfristig. Was das für euch bedeutet und wie ihr euch diese Auswirkungen abmildern könnt, das erkläre ich jetzt. Und wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Ich denke, meinen Stromausfall hat jeder von uns schon mal erlebt. Der war aber oft nur von kurzer Dauer. Da ist das nicht so schlimm. Okay, da muss ich mich ein bisschen einschränken, aber nach ein paar Stunden kommt es wieder. Aber wie gesagt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geht auch davon aus, dass es möglich wäre, dass es europaweit ausfällt durch einen Dominoeffekt, wenn zum Beispiel einzelne Kraftwerke angegriffen werden von Hackern. Es gibt natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, Katastrophen, Winter, Sturm etc., die auf unsere Stromnetze einfallen. Und hier ist es überall möglich, dass der Strom ausfallen könnte, und zwar nicht nur für ein paar Stunden, sondern auch langfristig. Und ich will euch jetzt mal im Einzelnen erklären, was sich für euch dabei ändern wird mit einer kleinen Geschichte. Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ihr wacht am Morgen auf und stellt fest, irgendwas ist halt anders, aber der Wecker ging nicht, weil es ist der Strom ausgefallen. Ihr schaut auf die Armbanduhr und stellt fest, ich habe verschlafen. Was macht man als guter Arbeitnehmer? Man ruft schnell beim Arbeitgeber und sagt, du, komm ein bisschen später. Also ihr geht zum Telefon, aber das Telefon funktioniert nicht. Warum? Weil mittlerweile alles VIP-Systeme, die brauchen eine Fritzbox oder sowas in die Richtung dazu, und die laufen nur mit Strom. Okay, wir haben ja auch noch die Möglichkeit, wir haben ja auch noch das Handy. Handynetz funktioniert 4 bis 5 Stunden, ihr ruft es in der Firma an. Was passiert? Nichts. Die Firma hat auch keinen Strom und hat damit auch keine Telefone. Okay, also muss es schnell gehen. Ihr rennt auf die Toilette. Der erste, der auf die Toilette geht, alles wunderbar. Der zweite, der auf die Toilette geht, hat ein Problem, weil sein Häufchen nicht weggespült wird, weil kein Wasser mehr da ist. Weil die meisten Wasserversorgungen laufen mit Pumpen, und Pumpen laufen mit Strom. Ohne Strom keine Pumpe, kein Wasser. Also ihr könnt euch nicht mehr duschen, waschen, sonst irgendwas dafür. Gut, dann wollt ihr zumindest einen Kaffee haben, aber was haben wir da für ein Problem? Erstens mal kein Wasser, hätten wir jetzt noch ein paar PET-Flaschen rumstehen, nehmen wir halt das Sprudelwasser her, geht ja auch. Aber der Ofen geht ja auch nicht, und die Kaffeemaschine sowieso nicht, die laufen beides mit Strom. Also schnell raus ins Auto und stellen fest, oh, ich habe gestern ja meinen Tank komplett leer gefahren. Ich muss zuerst mal in die Tankstelle. Also was mache ich? Fahre an die Tankstelle und stelle fest, da ist schon ganz lange Schlange. So, warum? An der Tankstelle gehen die Pumpen, die das Benzin hochpumpen, auch nicht ohne Strom. Also kriegen wir keinen Sprit. Wir haben 30 Kilometer Wegstrecke, für 10 Kilometer noch Sprit, brauchen wir nicht versuchen, also ab zum Bahnhof. Wir fahren an den Bahnhof hin, da steht eine Riesenmenge Leute rum, aber der Zug kommt nicht. Warum? Na ganz klar, der steht irgendwo auf der Strecke, ohne Strom fährt auch kein Zug, außer ihr habt so einen alten Dieselversion, so wie mir. Aber der normale Zug fährt nicht. Ja gut, dann fahren wir halt mit dem Bus. Punkt A warten jetzt alle auf den Bus. Punkt B wissen wir nicht, ob es der Busfahrer überhaupt geschafft hat, zu seiner Arbeit zu kommen. Vielleicht geht es dem genau wie mir. Punkt C, wir wissen nicht, ob genug Diesel in dem Bus war, um die Strecke zu fahren. Und was natürlich auch passieren kann, viele Leute probieren ja trotzdem dann in die Arbeit zu fahren, haben aber dann das große Problem, bleiben irgendwo auf der Strecke, mangels Sprit liegen und verstopfen dann natürlich die Straßen. Na gut, also ab zur Bäckerei. Aber was passiert dort? Die Tür geht gar nicht auf. Das ist eine Elektrotür. Gut, in den Seiteneingang rein, wir stellen fest, da liegen nur noch 3 alte Brote von gestern, dann sonst nichts. Warum? Na, ganz logisch. Backstube braucht Strom. Kein Strom, keine Backstube, keine Sonne. Ist einfach. Also schnell zum Edeka, irgendwas anderes geholt. Na leider, auch der Edeka hat das gleiche Problem. Tür elektrisch,
Kassensystem elektrisch, Mitarbeiter wissen wir nicht, ob es kommen hat, also hat der auch nicht offen. So muss ich dann heimfahren und daheim stelle ich dann fest, es ist arschkalt. Na klar, die Heizung ist ausgegangen, ich habe vielleicht nur noch 15 Grad in der Wohnung. Und ihr seht an diesen kleinen Beispielen, wie sehr der Strom unser Leben bestimmt. Wir sind zu 100% vom Strom abhängig. Und das ist genau das Problem an einem großen Stromausfall. So, wenn man das jetzt sich so anhört, was gleich sofort passiert, kann man sich natürlich vorstellen, dass es nicht besser wird, wenn es länger dauert. Weil es ist natürlich klar, die Geschäfte, selbst wenn es geöffnet hätten, wären nicht mehr beliefert, weil kein Diesel mehr da ist. Es werden Arztpraxen sind zu, Krankenhäuser werden nach 3-4 Tagen keine Diesel mehr haben für die Notstromaggregate, die werden auch dann irgendwann dicht machen müssen. Und so geht es mit allen dazu, die Straßen werden verstopft sein, weil überall liegen gebliebene Autos sind. Wir haben ja kein Benzin mehr gekriegt. Das wird dann natürlich schon haarig, weil es gibt dann weder was zum Essen, es gibt nichts zu trinken und ich kann mich nicht mehr bewegen. Und Kommunikation fällt auch komplett aus. Was kann dann denn passieren? Naja, die Leute haben Hunger, Durst, nichts zum Essen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine Mutter von einem Kind oder von mehreren Kindern und die haben nichts mehr zum Essen und zum Trinken. Da wird sie doch zur Furie. Also wird es relativ schnell Randale geben. Ich sehe immer das schöne Beispiel Black Friday Amerika. Typisches Beispiel. Da schlagen sich die Leute die Köpfe, die schießen mit Waffen aufeinander, weil sie den Fernseher statt für 600 Euro jetzt für 300 Euro kriegen. Hier geht es nur um 300 Euro, ist nicht lebensnotwendig. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn es mal ums Überleben geht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, was dann noch dazu kommt für die Leute, die einfach nicht vorgesorgt haben. Man hat das zum Beispiel 2005 in Münsterland gesehen, da war 4 Tage kein Strom da. Und da hat man dann festgestellt, dass ganz viele Leute nicht einmal die 4 Tage überleben, noch nicht einmal die geforderten 14 Tage, die das BBK vorschreiben sollte. Jeder soll für 14 Tage für jede Person ausreichend Nahrung und Flüssigkeit haben. Jetzt kommt natürlich die große Frage, was ich immer wieder höre, ja, da hilft doch der Staat dann. Hilft der uns? Kann der das? Natürlich, klar, wir haben das Technische Hilfswerk, wir haben ein Rotes Kreuz, wir haben Malteser, wir haben die Feuerwehren, wir haben schon einige Hilfsorganisationen. Aber reicht es denn? Wir haben 82 Millionen Einwohner. Als Beispiel nehme ich hier das DRK, das ist eine sehr große in dem Bereich und die können 50.000 Personen versorgen, unterbringen und haben Logistik dafür. 50.000. Wie viele Einwohner haben wir? 82 Millionen. Glaubt nicht ganz. Na gut, wir haben ja noch das THW. Ich selbst bin beim THW und ich sage mal, im Landkreis Traunstein haben wir für 160.000 Einwohner 2 Ortsverbände, ich sage mal roundabout mit 80 Einsatzkräfte. Wir haben aber in keinster Weise das Equipment dafür, 160.000 Leute zu versorgen. Klar haben wir Aggregate, Strom und Stromaggregate, aber die brauchen wir für uns selber. Für unsere Lichtmasten, für unser ganzes Werkzeug, was wir haben, um vielleicht irgendwelche Verletzten zu bergen oder sonstige Geschichten zu machen. Es kommt jetzt eine neue Fachgruppe in, die wird dann ein Notstromaggregat haben, das quasi dann über wäre, mit dem man dann zum Beispiel mal das Landratsamt oder sowas oder vielleicht das Krankenhaus unterstützen könnte. Wenn das wäre, aber Priorität hin. Nicht irgendwo hinkommen, Achtung, jetzt gibt es für eine Stunde bei euch Strom, damit ihr erwarten könnt, da haben wir in keinster Weise irgendwie das Equipment dafür. Auch die Freiwilligen Feuerwehren haben Aggregate für sich selber. Die brauchen die genauso selber wie wir auch, um das eigene Equipment zum Laufen zu bringen. Ja, dann kommt natürlich, wir haben 90 Tage Treibstoffreserven. Hammer, das ist richtig. Nur wie werden die verteilt? Wer bekommt da was davon? Kriegt es ich als Otto-Normalverbraucher? Naja, es gibt eine Prioritätenliste vom BBK, die blende ich euch jetzt mal ein. Und da seht ihr, da haben natürlich sehr viele Sachen drum, wie Hilfskräfte logischerweise, Krankenhäuser, Pflegeheime, Radiostationen, Kommunikation, aber Kommunikation jetzt für BOS-Behörden, also für die Behörden quasi, damit das passt. Und dann kommt lange nichts mehr und es ist so vorgegeben, dass eine Tankstelle im Landkreis quasi dann noch zu funktionieren soll, um die Einsatzkräfte etc. dann mit Sprit, Diesel etc. zu versorgen. Eine. Nicht um deine Ecke, sondern eine. Gut, dann kommt natürlich, ja, wir haben Nahrungsmittelvorräte. Ja, die haben wir. Für ungefähr 2% der Bevölkerung. Und wie die verteilt werden, ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, wenn ich mich darauf verlasse und es kommt nichts, weil wir gar nicht die Kapazität haben, das zu verteilen. Wer soll es machen? Haben alle Einsatzkräfte irgendwo im Einsatz dann? Also ganz einfach, wer sich auf den Staat verlässt, der hat in dem Moment bereits verloren. Ganz klipp und klar. So, nun die nächste Frage, kann sowas denn überhaupt passieren? So ein Stromausfall, ist das realistisch? Naja, es kann natürlich passieren, wir haben schon oft erlebt Katastrophenfälle. Klar, wenn im Winter mal die Leitungen umknicken, wenn ein Sturm kommt, Hochwasser, da muss der Strom ausgeschaltet werden. Und so haben wir halt viele Katastrophenfälle. Wir haben aber mittlerweile auch das Problem, es kann ein Hackerangriff sein. Wir haben das gesehen, im Iran haben sogar die Atomaufbereitungsanlagen gehackt worden. Und die haben weitaus besser gesichert als unsere Elektroinfrastruktur. Und es reicht ja, wenn ein paar von denen gehackt werden, das müssen nicht alle gehackt werden, dann gibt es einen Dominoeffekt und dann ist ganz Europa lang. Das ist also nicht unrealistisch. Oder was für ein Problem, das wir mittlerweile auch haben, ist ja der Terrorismus. Es kann ja mal sein, dass Terroristen unsere Infrastruktur lahmlegen, mit Sprengungen, mit sonstiges, das ist jetzt nicht so schwer. Also unsere Infrastruktur ist hier sehr anfällig, was das betrifft. Also es ist durchaus möglich, und wenn man Experten hört, die sagen nicht, ob es passiert oder nicht passiert, sondern es ist eigentlich nur die Frage, wann es passiert. So, und nun ist die Frage, was kann ich denn eigentlich jetzt machen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es eben diese Broschüre, die ich ja schon eingeblendet habe, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich werde euch unten den Link rein da könnt ihr es kostenlos downloaden oder sogar bestellen. Die würde ich mir sogar tatsächlich bestellen, es ist einfach gut, wenn man sowas in der Hand hat. Und da stehen eben sehr viele Sachen drin. Das beginnt, schauen wir mal. Genau, Wasservorrat für die Hygiene, Wasservorrat fürs Trinken, Hausapotheke, Stromausfall. Also hier, was kann man eben machen? Da sind sehr viele wichtige Sachen drin. Es ist auch in der Mitte eine Checkliste mit drin, die ich also jedem nur empfehlen kann, mal durchzuschauen und zu schauen, an was habe ich bis jetzt noch nicht gedacht oder was habe ich nicht. Wichtig, da steht ja das drin, die Bevölkerung ist aufgerufen, einen 14 Tagen Vorrat an Wasser und Verpflegung bereitzuhalten. Die Bevölkerung ist aufgefordert, dass sie zum Beispiel warme Kleidung hat. Weil, was passiert? Wir machen das Beispiel nochmal durch, nach der 3er-Regel, gibt es ein Video von mir dazu. Nach 3 Minuten ohne Sauerstoff, gut, da wird jetzt hoffentlich nichts passieren, aber 3 Stunden ohne Wärme. Und wenn es dann in der Wohnung so kalt ist, muss ich mich halt dafür rüsten. Wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, irgendwie eine Ersatzheizung einzubauen, ein Aggregat mit Stromheizung, einen Holzofen, was auch immer, dann brauche ich dementsprechend warme Kleidung und vielleicht einen Winterschlafsack für in die Wohnung. Also ich hätte jetzt kein Problem, weil mein Winterschlafsack geht bis minus 20 Grad, bis es mal so kalt wird in der Wohnung, das dauert schon eine gewisse Zeit. Dann 3 Tage ohne Wasser. Das heißt, ich muss mir irgendwie Wasservorräte. Ich habe zum Beispiel immer 60 Liter Wasser von Haus aus in Kanister drin. Und wenn, da habe ich halt, damit die länger halten, so Tabletten reingeschmissen, die es ihm da gibt. Mikro, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Gibt es in jedem Geschäft, bringe ich einen Link da unten. Und dann halten die ungefähr ein halbes Jahr. Und nach einem halben Jahr werden sie weggeschickt und werden wieder neu gemacht. Und so habe ich schon mal 60 Liter Wasser immer da. Für zum Beispiel Toilettenspülung etc. haben wir unten eine Regentonne. Die hilft natürlich da auch super, da kann ich das Wasser hernehmen. Und falls das nicht reicht, 100 Meter weiter ist der nächste Fluss, da kann ich das Brauchwasser entnehmen, was ich so jetzt brauche. Und dann weiß ich, wo Quellen haben und habe einen Wasserfilter, um dann dementsprechend mich hier wassertechnisch aufzustellen. Verpflegung, da habe ich mir eine gute alte E-Pass von der Firma Fettig, haue ich auch den Link unten rein. So einen ganzen Karton bestellt, also zusätzlich zu dem, was ich normal da habe, also wir haben den Kühlschrank immer voll etc., da kann man mal locker 3-4 Tage aus. Dann habe ich hier nochmal für ungefähr 20 Tage Vorrat gekauft in so Kisten, die wo ewig hält, die also locker 10 Jahre hält, die werden so der Reihe nach verbraucht und immer wieder neu dazu gemacht. Kostet auch nicht die Welt, aber ich kann mir das auch beim Edeka holen, da gibt es die Fertiggerichte, die wo im EPA drin haben, gibt es auch beim Edeka drinnen. Es gibt diese Fertigsuppen. Ich brauche natürlich dazu einen Ofen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe mir zum Beispiel selber angebracht, einen Hobo-Kocher. Findet es bei mir in die Videos drin. Der nichts kostet, außer Dosen quasi, mit dem ich aber wunderbar heizen kann, weil Holz habe ich immer irgendwo ist ein Gebüsch, irgendwo ist ein Strauch. Also Holz habe ich normal ausreichend vorhanden.
geht mir auch nicht aus und damit kann ich wunderbar kochen oder Gaskocher oder sonst irgendwas. Das sind mal die ganz wichtigen Sachen. Damit habe ich schon mal das Thema Wärme, Nahrung und Trinken abgehackt. Und wie gesagt, das Restliche, was hier noch drin ist, kann ich also auch nur empfehlen, mal durchzugehen. Hier steht zum Beispiel noch wunderbar drin. Energieausfall, Kerzen, Teelichter, natürlich klar, Licht, Taschenlampen mit Ersatzbatterien, Streichhölzer und Feuerzeug dazu, um natürlich die Teelichter anzuzünden. Camping, Spirituskocher mit Brennmaterial, Heizgelegenheit womöglich und dazu Brennstoff. Also top, ladet euch die Broschüre runter, die hilft euch hier wirklich enorm, gerade wenn ich am Beginn des Ganzen bin. Ein Thema ist auch noch ganz wichtig, es gibt vielleicht noch was zum Kaufen. Aber es funktioniert keine Kreditkarte und keine EC-Karte ohne Strom. Bitte das bedenken. Also immer genug Bargeldreserven daheim. Ich habe immer im Tresor Bargeldreserven drin, die also locker reichen würden, um mal irgendwas zu kaufen noch. Weil ihr kriegt kein Geld von der Bank. Die hat dann zu. Weil die kommen gar nicht in den Tresor ein ohne Strom. Ist halt nun mal leider so. Also auch ein wichtiger Punkt, Bargeld, Gold, was auch immer. So Leute, das war's wieder von mir heute zum Thema Blackout. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr noch Fragen habt, haut es mal unten in die Kommentare rein. Ich tue euch unten in der Beschreibung auch die wichtigsten Links zu dem Thema rein, damit ihr dort auch nachschauen könnt. Also schaut gerne drunten rein. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Stefan von Outdoor GmbH.